Neuronale Netze sind keine Blackboxen. Ihr könnt die selbst trainieren, die Architektur verstehen und braucht dafür nur ein paar Zeilen Python-Code. CT Uplink. Ich habe für euch das Standardbeispiel dafür rausgesucht. Die handgeschriebenen Ziffern vom MNIST-Datensatz per KI zu lesen, ist zwar nicht super sexy, dafür geht's schnell und funktioniert auf jedem Rechner, auch ohne Grafikkarte. Und ihr könnt das Programm als Spielwiese benutzen, um schnell ins Experimentieren zu kommen. Darum geht es nämlich, schnelles Experimentieren, damit ihr ein Bauchgefühl bekommt, wie sich ein echtes neuronales Netz verhält und wo es haken könnte, wenn es nicht lernt. Dann steigen wir doch direkt mal ein. Ich starte mit allen Imports am Anfang, damit wir uns später nicht mehr um die kümmern müssen. Ich brauche Torch selbst, im Speziellen das NN-Modul für die Neuronenschichten. Außerdem brauche ich einen Data Loader. Der kümmert sich darum, die Daten schneller zu laden, als ich das mit einer Vorschleife hinbekäme. Den Datensatz hole ich aus dem Torch Vision Modul, weil die MNIST-Daten ja aus Schwarz-Weiß-Bildern mit 28 x 28 Pixeln bestehen. Mit Bildern können neuronale Netze nicht direkt umgehen, dafür aber mit mehrdimensionalen Arrays, sogenannten Tensoren. Im Prinzip die gleichen Daten, nur als Floats, Gleitkommazahlen. Die Konvertierung macht toTensor. Torch Vision hat einen saubequemen Mechanismus, um den Datensatz zu bekommen. torchvision.datasets.mnist ist eine PyTorch-Dataset-Klasse, mit der ich später schnell die Daten fürs Training in den Speicher laden kann. Zusätzlich kümmert die sich aber auch darum, die 60.000 Bilder runterzuladen, wenn sie noch nicht da sind. Da hat jemand echt gearbeitet, damit wir es zum Starten richtig einfach haben. Sobald ich eine Instanz erstelle und den Code ausführe, lädt das den Datensatz. Bei Root gebe ich den Ordner an, wo die Bilder hin sollen. Download gleich True aktiviert die Ladeautomatik, Transform gleich toTensor sorgt dafür, dass die Gleitkommazahlen rausfallen. Das Ganze mache ich jetzt noch zweimal. Einmal mit den Trainingsdaten und einmal mit den Testdaten. So eine Aufteilung will man eigentlich immer machen, damit man mit den Testdaten überprüfen kann, ob das Netz nur die Trainingsdaten auswendig gelernt hat. Den üblichen Split bekomme ich, indem ich Train einmal auf True und einmal auf False setze. Würde man Bild für Bild trainieren, gäbe das dem Netzwerk den Anreiz, sich bei jedem Schritt nur so zu verändern, dass es genau die Ziffer im Bild ausgibt. Damit würde es während des Trainings unnötig viel rumspringen und man könnte gleichzeitig die parallelen Recheneinheiten der Grafikkarte nicht ausnutzen. Besser ist es da, gleichzeitig mit einer ganzen Reihe von Bildern, einem sogenannten Batch, zu trainieren. Batches wählt man eigentlich immer so groß, dass sie gerade so zusammen mit dem Netz noch in den Speicher der Grafikkarte passen. Ich nehme hier mal 64 Bilder auf einmal. Für diese Batchgröße erzeuge ich mir jetzt einen Data Loader, der mir Pakete aus 64 Bildern schnürt und immer schön rechtzeitig in den Grafikrem drückt, damit die teure Nvidia-Karte nicht zwischendurch Däumchen drehen muss. Wenn ihr auf der CPU trainiert, funktioniert der gleiche Code. Er kopiert nur weniger Daten durch die Gegend. Apropos Device, ich kann Torch selbst herausfinden lassen, ob CUDA geht. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich PyTorch für Macis noch nach dem MPS-Backend schauen lassen. Das benutzt auf modernen Macs dann die Metal-Schnittstelle, um die Berechnungen nochmal zu beschleunigen. Der Fallback CPU nimmt dann nur die Vektoreinheiten der CPU. Ich habe hier eine RTX 2070, also ist das Device CUDA. Nachdem ich die Daten jetzt habe, brauche ich als nächstes ein Netzwerk. Dafür erzeuge ich mir eine Klasse vom Typ Torch NN Module. Ich mache es mir einfach und definiere für den ersten Test ein Netzwerk, das einfach alle Eingaben mit allen Neuronen der ersten Schicht verknüpft. Dafür werfe ich die 2D-Struktur der Bilddaten einfach weg und bügle die Daten mit Flatten einfach in einen simplen 1D-Vektor. Danach will ich eine Eingabeschicht, eine Ausgabeschicht und wenigstens eine verborgene Schicht dazwischen haben. Mit so einem Hidden Layer kann ich laut Definition nämlich gerade so behaupten, ich hätte Deep Learning gemacht. Weil meine Neuronenschichten einfach immer alle Ausgaben der darunterliegenden Schicht als Eingabe verwenden, kann ich NN Sequential benutzen, was für mich das Stapeln übernimmt. In Sequential packe ich dann die Eingabeschicht, der ich sagen muss, dass sie 28 x 28 groß ist. Als Datentyp nehme ich NN Linear und gebe der einfach mal 512 Neuronen. Linear bedeutet, die Schicht hat noch keine Aktivierungsfunktion.
Bei der mache ich es mir auch maximal einfach und nehme die ReLU. Zur Erinnerung, die ReLU gibt einfach die Eingabe aus, außer sie wäre negativ, dann stattdessen 0. Dahinter packe ich dann mal mein Hidden Layer. Was nehmen wir? Auch 512 Neuronen. Nochmal ReLU und dann die Ausgabeschicht. Die braucht keine Aktivierungsfunktion und hat nur 10 Neuronen, weil es 10 Ziffern gibt. Wenn dann später das dritte Neuron am stärksten feuert, hat das Netz eine 3 erkannt. Für mich ist Netzwerkstrukturen programmieren immer so ein bisschen wie Lego bauen. Man hat so typische Bausteine zur Verfügung, aber man kann die mal so und mal anders zusammenbauen. Das ist eine ähnliche Art von Spaß. Ganz wichtig, ich muss für die ganze Klasse noch einen Forward Pass definieren. Den Backward Pass kann Torch automatisch berechnen, aber für den Forward Pass muss ich eine Funktion namens Forward anlegen. Die Eingaben kommen als x rein, als erstes will ich flatten, danach rufe ich meinen Sequential-Stapel einfach wie eine Funktion auf. Und das Ergebnis gebe ich zurück. Fertig. Dann erzeuge ich mir mal eine Instanz der Klasse und schiebe das Ding mal direkt auf mein Device. Wenn das später die Grafikkarte berechnen soll, kann es ja auch gleich deren RAM verbrauchen. Ganz nett, man kann sich das Netz auch printen lassen. Jetzt kommt ein wichtiger Baustein jedes Trainings. Ich muss dem Computer die Möglichkeit geben, selbst herauszufinden, ob er einen guten Job gemacht hat. Das mache ich mit einer Funktion, der Loss-Funktion. Wie die aussieht, ist meiner Kreativität überlassen. Damit es funktioniert, muss die Loss-Funktion aber klein sein, wenn das Netzwerk gut funktioniert und groß, wenn es falsch liegt. Außerdem sollte sie stetig und differenzierbar sein, es sollte also keine Stufen geben. In meinem Fall mache ich aus dem Label y, also der Ziffer, von der ich weiß, dass sie im Bild zu sehen ist, einen One-Hot-Vektor. Der besteht aus 10 Zahlen und sieht aus wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die korrekte Ziffer hat Wahrscheinlichkeit 1, alle anderen Wahrscheinlichkeit 0. Das Netzwerk soll im Idealfall das gleiche ausgeben. Falls es bei einer krakeligen 4 aber nicht sicher ist, hätten wir lieber Wahrscheinlichkeit 0,5 an der Stelle 4 und 9, als irgendeinen Wert dazwischen zu bekommen. Beim Vergleich zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen P und Q nehmen Statistiker gern die Kreuzentropie. Im diskreten Fall sieht die so aus. P mal log Q ist 0, falls beides 0 oder beides 1 ist. Aber wenn P 1 und Q 0 ist, das Netz also falsch geraten hat, wird der Term ziemlich klein bzw. mit dem Minus vor der ganzen Formel ziemlich groß. So vergleicht die Funktion die Wahrscheinlichkeiten für eine 1, die für eine 2, 3 und so weiter. Diese ganzen Werte rechnet die Summe zusammen und fertig ist die Loss-Funktion. Das geht noch ein bisschen effizienter, wenn man den One-Hot-Vektor nicht vorher berechnet, sondern das in die Funktion mit reinzieht. PyTorch macht das natürlich. Ich vergesse diese Formeln auch immer wieder und habe ehrlich gesagt nie nachgerechnet, warum bei der Kreuzentropie die Abweichung zwischen geschätzter und tatsächlicher Wahrscheinlichkeit in Nuts rauskommt. In der Praxis ist das nämlich gar nicht so wichtig, weil Mean Squared Error an der Stelle beispielsweise auch funktionieren würde. Wichtig ist nur, dass die Loss-Funktion genau dann klein wird, wenn das neuronale Netz die gewünschten Ausgaben liefert und immer größer, wenn sie abweichen. Wenn das Training mal nicht funktioniert, hilft es aber manchmal schon, sich vor Augen zu führen, dass das Training eigentlich aus automatisierter Statistik besteht und deswegen die mathematischen Werkzeuge von Statistikern meistens die richtigen sind. Nach all der komplizierten Erklärung ist der Code wirklich angenehm simpel. Der nächste Schritt ist der Trainingsalgorithmus. Der funktioniert so, dass er mit beliebigen Parametern anfängt und für die Loss-Funktion und deren Ableitung berechnet. Die Ableitung zeigt an, in welche Richtung die Loss-Funktion runtergeht. Der Algorithmus kann die Parameter dann ein bisschen in diese Richtung anpassen und Loss samt Ableitung erneut berechnen und so weiter. Weil er so die Loss-Funktion runterläuft und dabei die Ableitung, mathematisch, den Gradient benutzt, heißt das Gradientenabstieg. Berechnet man das gleichzeitig für ganze Batches und mittelt einfach die Ergebnisse, bevor man einen Schritt macht, ist es der Stochastic Gradient Descent, kurz SGD. Die Lernrate gibt an, wie groß die Schritte dabei sind. Jetzt habe ich alle Bausteine zusammen, um wirklich zu trainieren. Dafür schreibe ich mir eine Funktion.
Die holt sich zuerst die Größe vom Datensatz und schaltet das Modell als nächstes in den Trainingsmodus, in dem der Gradientenabstieg die Parameter verändern kann. Danach muss die Funktion die Berechnung einmal für jeden Batch ausführen. Die Vorschleife holt sich Eingaben x und Ausgaben y aus dem Data-Loader und mit Enumerate ergänzt der Code noch die Batchnummer. Das vorne ist Pythons automatisches Tuple-Unpacking, was die Klammern braucht, weil im Tuple von Enumerate ein Tuple mit den Daten steckt. Als nächstes schiebt Python die Daten in den Grafikspeicher und rechnet einmal den Forward Pass durch das Netzwerk. Danach rechnet der Code den Loss aus. Dafür gebe ich der Funktion die berechnete Ausgabe vom Netz und die gewünschte Ausgabe y zum Vergleichen. Mit loss.backward rechnet die Funktion dann die Backpropagation, also die Tausenden von partiellen Ableitungen für jeden trainierbaren Parameter. Dann darf der Gradientenabstieg einen Schritt machen. Torch merkt sich die Gradienten im Netz. Damit die sich nicht summieren, muss ich sie einmal auf 0 setzen, wenn die Schleife fertig ist. Damit ich mitkriege, was passiert, gebe ich mir mal noch die Ergebnisse von jedem 100. Batch auf der Konsole aus. Fertig! Weil ich weiß, dass Overfitting die Nemesis des neuronalen Netze-Trainings ist, rechne ich nicht nur auf den Trainingsdaten, sondern auch auf den Testdaten. Falls das Netz nur die Trainingsdaten auswendig lernt, wird der Loss auf den Trainingsdaten klein, aber auf den Testdaten bleibt er groß. Die Testfunktion sieht ziemlich ähnlich aus. Ich setze das Modell aber in den Eval-Modus, bei dem sich die Parameter nicht verändern können. Außerdem will ich über alle Batches der Testdaten mitteln und neben dem Loss auch die Accuracy ausrechnen. Die Accuracy gibt nämlich keine abstrakten Entropiewerte aus, stattdessen schaut sie, in wie viel Prozent der Fälle die vom Netz als am wahrscheinlichsten geschätzte Ziffer auch die richtige war. Damit kann man als Mensch einfach mehr anfangen. Gradienten berechne ich bei den Testdaten keine. Für alle Batches schiebe die Daten ins Grafik-RAM und rechne den Forward Pass und die Loss-Funktion. Für die Accuracy nutze ich argmax. Das sucht in einem Array die Stelle mit dem höchsten Wert. Den vergleiche ich mit y. Da kommt ein Array aus Booleans raus, die ich direkt in Floats verwandle, sodass true zu 1 wird. Dann bilde ich die Summe und kriege so einen Wert für den ganzen Batch auf einmal. Mit Item zwinge ich Torch direkt hier eine Zahl auszugeben und die Berechnung nicht nur in seinem internen Graphen für weitere Optimierungen vorzuhalten. Das sind so die kleinen Stellen, an denen sich PyTorch-Code von NumPy-Code unterscheidet. Die Summen von Loss und von der Accuracy teile ich noch durch die Batch-Anzahl bzw. die Größe des Datensatzes, um gemittelte Werte zu bekommen. Und das Ergebnis gebe ich noch aus, damit ich nach jeder Epoche eine schöne Zusammenfassung bekomme. Eine Epoche bedeutet, dass das Netz immer einmal alle seine Daten durchgenudelt hat. Meist nimmt man das zum Anlass, um anhand der Testdaten zu prüfen, wie es gerade läuft. Fürs Erste trainiere ich mal 15 Epochen lang. Damit ich auf der Konsole den Überblick behalte, gebe ich gerne ein paar Parameter und eine Trennlinie vor einer Epoche aus. Dann einmal trainieren, einmal testen und fertig. Das Ganze waren gut 100 Zeilen Python-Code und den führe ich jetzt aus. Am Anfang ist Loss immer ziemlich hoch, der sollte dann aber schnell runtergehen, was ihr hier auch schön seht. An der Accuracy auf den Testdaten seht ihr auch, dass die von Epoche zu Epoche hochgeht. So sieht erfolgreiches Training aus. Nach diesem Grundgerüst läuft das Training jedes neuronalen Netzes ab. Ich rate immer dazu, mit diesem Code rumzuspielen und Dinge zu verändern. Wenn dabei was kaputt geht, ist es gut, weil einem das zeigt, auf welchen Aspekt es ankommt und welche Aspekte nicht ganz so entscheidend sind. Ich habe auf GitHub ein Repository mit dem besprochenen Code vorbereitet. Den Link seht ihr in der Beschreibung. Das Beispiel findet ihr genauso in train-mnist.py. Ich habe für euch aber auch ein paar zusätzliche Dateien mit reingepackt, die den Code strukturieren und ein bisschen ergänzen. Beispielsweise habe ich in train.py ein paar Zeilen ergänzt, mit denen ihr die Experimente mit Weights and Biases tracken könnt. Das ist ein kommerzieller Webdienst zum Nachverfolgen von KI-Experimenten. Man kann Weights and Biases aber kostenlos nutzen. Wenn ihr eine Open-Source-Alternative sucht, ich habe vor Jahren mal einen Artikel über Sacred geschrieben. Sacred habe ich hier nicht benutzt, weil für Sacred müsst ihr selbst eine MongoDB hosten und das fand ich für den Anfang zu kompliziert. Im Repository findet ihr beispielsweise auch ein Convolutional Network mit deutlich mehr Parametern. Damit kommt ihr bei MNIST schon über 98% Accuracy. Das ist besser als die Erkennungsrate von Menschen auf dem Datensatz.
MNIST ist zugegebenermaßen ein ziemlich abgedroschenes Beispiel. Aber weil es so einfach ist, habt ihr ratzfatz Erfolge, auch wenn ihr mit der Architektur rumspielt. Bei den aufregenderen Datensätzen kommt ihr schnell in eine Situation, dass das Training nur mit ganz bestimmten Hyperparametern überhaupt funktioniert. Und das kann für den Anfang ziemlich frustrierend sein. Falls ihr das Problem übrigens mal habt, kann es sinnvoll sein, euer Netz als Sanity-Check einmal auf MNIST zu trainieren, um zu checken, ob es wenigstens prinzipiell geht. Schreibt übrigens mal in die Kommentare, ob ihr gerne ein weitergehendes KI-Beispiel mit anderen Daten sehen wollt. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr ja auch gleich ein Abo dalassen, damit ihr dieses Video dann nicht verpasst, wenn es fertig ist. Bis dann, macht's gut!